Ein Blick in diesen Motorraum ist eine vergnügliche Angelegenheit. Warum? Man sieht sofort, dass es sich um eine moderne Konstruktion handelt. Der Motor ist quer zur Fahrtrichtung eingebaut, ein Prinzip, das dazu dient, Platz zu sparen. Er hat 1118 Kubikzentimeter und das ist nicht gerade das Richtige für die deutsche Steuerformel. Da wäre es besser, er hätte 1097 oder 1099. Was entdeckt man auf den ersten Blick an diesem Motor, in diesem Motorraum? Zunächst einmal einen elektromagnetisch gesteuerten Ventilator, dann eine Drehstrom-Lichtmaschine und außerdem sehen wir, dass die Vorderachse an doppelten Querlenkern geführt ist und Torsionsstabilisatoren hat. Frontantrieb. Natürlich hier das Getriebe und die Kupplung angeblockt an den 4 Zylindern. Es gibt 2 Versionen, eine mit 53 PS und eine mit 56 PS. Die eine mit Normalbenzin zu fahren, die andere verlangt Super. Auch das, und darauf werden wir später noch zu sprechen kommen, ist nicht sehr glücklich. Ja, hübsch, nett. Und das Ganze heißt Simca 1100. Eine französische Firma baut diesen Wagen, besser gesagt eine amerikanische, denn die Mehrheit von Simca ist längst in den Händen des Konzerns von Chrysler. Aber trotzdem macht dieses Auto keineswegs einen amerikanischen Eindruck, sondern einen durchaus europäischen. Und was der Motor leistet, wir haben die 53 PS Ausführung mit Normalbenzin. Das werden wir jetzt gleich zu Beginn dieser Sendung untersuchen. Die Schaltung liegt gut zur Hand und die Synchronisation der 4 Gänge hat gegen eine schnelle Betätigung nichts einzuwenden. Das Fahrzeug wiegt über 900 Kilo und das macht sich natürlich bei der Beschleunigung bemerkbar. 100 Kilometer werden nach 20,4 Sekunden erreicht. Das ist bestenfalls guter Durchschnitt. Die Höchstgeschwindigkeit wird vom Werk mit 140 Kilometern angegeben. Dieser Wagen kommt auf 136,2 als Mittelwert aus 4 Messungen. ...20,4 Sekunden von 0 auf 100, das ist ein Wert, der ungefähr der Konkurrenz entspricht. Und 136,2 in der Spitze ist zwar nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Wenn ich sage Konkurrenz, dann meine ich Fahrzeuge zwischen 6.000 und 7.000 Mark. Der hier, der GLS Simca 1100, kostet ganz genau 6.900. Das ist die Luxusausführung mit 5 Türen. Hinten ist nämlich auch noch eine. Wie Sie sehen, der Türöffnungswinkel, wie das so schön heißt, sehr bequem. Vorne wie auch hinten kein Problem zum Einsteigen. Aber obwohl dieser Motor vorne quer liegt und obwohl das in erster Linie aus Gründen der Platzersparnis geschieht, hat man hier keine optimale Lösung gefunden. Die Sitze sind erstens nicht so, wie sie sein sollten. Die Sitzfläche selbst ist zu schmal und es gibt keine Möglichkeit für größer gewachsene Fahrer, so weit vom Lenkrad den Sitz wegzuschieben, dass man in der richtigen Position, das heißt bequem und entspannt sitzen kann. Und hinten ist es genau das Gleiche. Der Knieraum ist einfach zu klein. Da gibt es bessere Beispiele. Denken wir an den Mini Austin. Er ist um 20 cm kürzer, er hat aber 10 cm mehr Platz innen. Bei der Innenausstattung hat man auf unnötigen Firlefanz ganz bewusst verzichtet und so die Zweckmäßigkeit in den Vordergrund gerückt. Das gilt für die Armaturen genauso wie für die Ablage. Belüftung und Heizung verdienen sich durch ihre Wirksamkeit ein Kompliment, während die Verarbeitung auf den ersten Blick nicht so solide erscheint, wie sich das ein Freund exakter Architektur wünschen mag.
Bemerkenswert ist der abgewinkelte untere Teil der Lenksäule. Bemerkenswert deshalb, weil dieses System dazu beiträgt, bei einem Frontalaufprall fatale Folgen zu vermeiden. Das Gesamtbild der Karosserie spiegelt die vernünftigen Bestrebungen wider, ein Fahrzeug zu bauen, das auch in der Zukunft keinen äußerlichen Änderungen zu unterwerfen ist. Das Heck mit der 5. Tür ist freilich stilistisch nicht der letzte Schrei, aber die 5. Tür selbst ist ein unbestreitbares Plus. Mit ein paar Handgriffen geschieht die Verwandlung eines viersitzigen Personenwagens in einen kleinen Kombi. Die Lehne der Rücksitze wird einfach umgeklappt und plötzlich entsteht ein gut dimensionierter Kofferraum. Der Simca 1100 ist nur 3,94 Meter lang. Umso erstaunlicher berührt die Tatsache, dass der Wendekreis mit einem Durchmesser von 11 Metern reichlich groß geraten ist. Es gibt andere frontangetriebene Fahrzeuge der gleichen Kategorie, die in diesem Punkt erheblich besser abschneiden. Reine Freude machen die Verbrauchswerte, und zwar nicht nur unter der Berücksichtigung des billigeren Normalbenzins. In der Stadt je nach Verkehrsdichte zwischen 9 und 11 Liter. Bei flotter Fahrt auf ebener Landstraße 8,5. Und auf der Autobahn bei einem Durchschnitt von 115 Kilometern, und das ist für einen 1100 Kubikzentimeter Wagen nicht langsam, 9,5 Liter. Über die gesamte Teststrecke von rund 2000 Kilometern wurde ein Verbrauch von genau 9,3 Liter pro 100 Kilometern ermittelt. Das Resultat einer sparsamen Motoreinstellung und der Wahl einer langen Übersetzung im 4. Gang. In den Tank gehen 41 Liter und das reicht für rund 430 Kilometer. Große Spurbreite vorn und hinten, ein großer Radstand, ein fortschrittliches Fahrwerk machen das Fahren in allen nur möglichen Bereichen angenehm. Die Federung mit Drehstäben vorne und hinten wird durch eine straffe Dämpfung ergänzt und bringt unter dem Strich ein gutes Fahrverhalten auch auf extrem schlechten Wegstrecken. Der Karosserie selbst gefällt das allerdings weniger. Sie protestiert mit einem dröhnenden Geräusch, das schon bei kleinem Pflaster beginnt und je nach dem Zustand der Oberfläche lauter oder leiser wird. Der übrige Geräuschpegel im Wagen lässt sich am besten mit einem gesunden Brummen umschreiben und ergibt bei 100 Kilometern auf Betonfahrbahn 77 Pfund. Der Simca 1100 hat Scheibenbremsen vorne und Trommeln hinten. Sie wirken gut, aber sie erfordern einen Pedaldruck, den man heute im Zeitalter des Bremskraftverstärkers als anstrengend empfindet. Eine Bremshilfe würde dem Wagen gut zu Gesicht stehen. Ansonsten hält das Fahrzeug die Spur, die Bremsen vertragen durchaus eine starke und langwährende Belastung. Aus 100 Kilometern Geschwindigkeit steht der Wagen nach 49 Metern und 60 Zentimetern. Diese mächtigen Rotoren der Windmaschine lassen auf einer Länge von 32 Metern Luft mit 100 Kilometern Geschwindigkeit quer zur Fahrbahn schießen. Der Wagen wird von dieser Böe plötzlich erfasst und zieht ohne Korrektur über die Lenkung seine Bahn, und die weicht vom ursprünglichen Kurs eine ganze Menge ab. Der Simca 1100 ist in diesem Punkt schwächer, als es sein Konstruktionsprinzip mit Frontantrieb erwarten lässt. Die Abweichung liegt bei 2,95 Meter, ein Wert, der ausdrückt, dass man dieser Frage nicht genügend Beachtung geschenkt hat. Völlig ungeniert dagegen bewegt sich der Simca in anderen Naturgewalten
Und es ist in der Zeit der schweren Gewitter sicher eine Beruhigung zu wissen, dass nicht nur die Karosserie absolut dicht ist, sondern auch die empfindlichen Aggregate des Motors nicht unfreundlich reagieren. Dieser Franzose ist sicher kein Sportwagen und als solcher wurde er auch niemals gedacht. Trotzdem hat man in ihn ein erstklassiges Fahrverhalten gepackt, das allen Situationen mit spielerischer Leichtigkeit begegnet. Die direkte Übersetzung der Lenkung lässt millimetergenaues Fahren ohne unnötige Kurbelei zu. Allerdings wird dieser Vorzug mit einem ungewöhnlich hohen Kraftaufwand bezahlt. Ein Aufwand, der nicht allein durch die hohe Belastung der Vorderachse zu erklären ist. Bei schneller Fahrt mag das noch angehen, langsames Fahren kommt einem Training der Oberarmmuskeln gleich. Die Querneigung des Fahrzeugs hält sich bei schneller Kurvenfahrt in erfreulichen Grenzen und im Alltagsbetrieb wird es kaum eine Situation geben, in der man nicht auf eine erstklassige Unterstützung durch dieses wirklich gelungene Fahrwerk rechnen kann. Der Test in der Kältekammer gilt der Frage, springt er an oder nicht. Der Simca hat hier eine lange Nacht verbracht und ist auf 15 Grad minus unterkühlt. Das hindert ihn nicht daran, nach einer Schlüsselumdrehung anzuspringen, wobei es dann allerdings eine ganze Weile dauert, bis der Motor warm gelaufen ist und die Befehle über das Gaspedal ohne Verzögerung und willig annimmt. Werfen wir noch einen Blick auf die feststehenden Kosten. Für die Versicherung zwischen 296 und 345 Mark. Für die Steuer 172,80 Mark. Testverbrauch 9,3 Liter Normalbenzin. Das ergibt bei 20.000 Kilometern im Jahr 10,2 Pfennig pro Kilometer. Es gibt, wie wir schon gesagt haben, zwei Versionen, die eine mit 53 und die andere mit 56 PS. Wir plädieren für die schwächere, für die 53 PS-Version, und zwar aus drei, ich glaube, sehr einleuchtenden Gründen. Erstens ist der Unterschied zur großen in der Versicherung beträchtlich, knapp 100 Mark. Zweitens verbraucht die 53 PS-Version nur Normalbenzin. Und drittens ist der Leistungsunterschied nur unerheblich. Zusammenfassend, wenn Simca es auch nicht verstanden hat, all jene Möglichkeiten auszuschöpfen, die eine von Grund auf neue Konstruktion bietet, so sehen wir doch im Temperament des Motors, in der Straßenlage und auch in der Sparsamkeit Pluspunkte. Ihnen stehen andere Dinge gegenüber, die wir nicht so sehr schätzen. Wir haben sie erwähnt, zum Beispiel die schwergängige Lenkung oder aber auch der ungenügende Innenraum. Andererseits, und das scheint mir ein recht wesentlicher Gesichtspunkt zu sein, garantieren die doch sehr vernünftige Form dieser Karosserie und die Tatsache, dass es sich tatsächlich um eine neue Konstruktion handelt, dass für die nächsten Jahre kein Modellwechsel zu erwarten ist.